Die Anzahl der Wehrdienstverweigerer ist sprunghaft gestiegen, aber in diesem Video werde ich dir erklären, warum die Wehrdienstverweigerung überhaupt gar nichts bringt, warum du dich damit nicht vor einem Einsatz an der Front in der Bundeswehr schützen kannst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Umgang mit den geopolitischen Risiken, mit denen wir uns ja aktuell und schon seit mehreren Jahren jetzt konfrontiert sehen. Die Frage, wie man sich in Sicherheit bringen kann, wie man sein Vermögen in Sicherheit bringen kann und natürlich auch seine Kinder und Enkel in Sicherheit bringen kann, die beschäftigt uns alle und deswegen organisieren wir regelmäßig ein Seminar in Zürich. Das ist der Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar. Dort stellen wir dir die wichtigsten Bestandteile eines Plan B vor. Ein Plan B, damit du dich vorbereiten kannst, auch wenn du noch nicht zum Beispiel bereit bist, auszuwandern. Dazu zählen zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, Kontoverbindungen außerhalb der EU, möglicherweise ohne OECD-CRS, internationale Vermögensdiversifikation, Nachlassplanung, ohne dass der Staat hier über die Erbschaftssteuer dein Vermögen abschröpfen kann und natürlich auch wieder Themen wie zum Beispiel Edelmetalle und Krypto und wie du diese sicher außerhalb der EU lagern kannst. Mit dabei neben dem Daniel Tabarek und mir ist auch wieder der Herr General außer Diensten Erich Wartlange, Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Jemand, der bei vielen wichtigen Verhandlungen damals mit Russland mit dabei war. Jemand, der Putin tatsächlich kennengelernt hat und der auch heute natürlich noch über exzellente Kontakte verfügt. Hinter verschlossenen Türen wird er uns einen Eindruck aus erster Hand geben, was es wirklich auf sich hat mit den geopolitischen Risiken. Das ist ja ganz entscheidend für deine Plan-B-Planung, damit du mal einen richtigen Eindruck davon bekommst, wie du diese geopolitischen Risiken, die ja unseren Alltag dominieren mittlerweile, auch richtig einordnen kannst. Und da ist natürlich das Thema Wehrpflicht ein ganz aktuelles Thema. Tatsächlich bringen viele Mandanten ihre jugendlichen Söhne mit, damit sie mal aus erster Hand hören von einem hochrangigen ehemaligen Militär, was eigentlich Militärdienst wirklich heißt, mit was man zu rechnen hat, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt. Also für jeden, der sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, sicherlich eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hast es wahrscheinlich auch online gelesen. Die Anzahl der Wehrdienstverweigerer steigt rapide. Dazu möchte ich dir einmal folgenden Artikel zeigen. Ein Artikel des Bayerischen Rundfunks, Zahl der Wehrdienstverweigerer sprunghaft gestiegen vom 14.01.2026. Immer mehr Menschen in Deutschland verweigern den Kriegsdienst an der Waffe. Die evangelische Landeskirche berät junge Erwachsene, in welchem Fall trotz ausgesetzter Wehrpflicht Männer eingezogen werden können und wie viele schon verweigern. Hier kannst du es sehen, tatsächlich haben 3.867 junge Männer Anträge gestellt, den Wehrdienst zu verweigern. Das sind 72% mehr als im Jahr zuvor, als in 2024. Also verständlicherweise eine sehr große Anzahl von jungen Männern, die den Kriegsdienst verweigern, weil sie damit hoffen, dass sie dann nicht zum Krieg eingezogen werden, dass sie dann nicht mit der Waffe an der Front kämpfen müssen. Tatsächlich gibt es ja viele und wahrscheinlich auch diese Beratungsstelle, von der hier die Rede ist, die junge Männer ermutigen, den Kriegsdienst zu verweigern. Es gibt ja auch Webseiten, wo man den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung sehr einfach dann erstellen kann und einfach dann an die Bundeswehr schicken kann. Grundlage natürlich ist, dass es in Deutschland eines im Grundgesetz, also in der quasi deutschen Verfassung, garantiertes Recht gibt auf Kriegsdienstverweigerung. Niemand kann gegen sein Gewissen zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden. Stattdessen wirst du dann zu einem Ersatzdienst verpflichtet, wie zum Beispiel dem Zivildienst, außerhalb den Befehlsstrukturen der Bundeswehr. Du musst also somit auch einen Dienst für die Allgemeinheit leisten. Das heißt, auch im Spannungs- und Verteidigungsfall wirst du dann herangezogen, aber eben in zivilen Funktionen, die nichts mit der Bundeswehr zu tun haben. Es ist etwa dann nicht so, dass du in nicht kämpfenden Verbänden der Bundeswehr verpflichtet werden kannst, zum Beispiel zum Latrinenputzen, sondern tatsächlich bist du außerhalb der Bundeswehr dann beschäftigt, zum Beispiel beim Roten Kreuz, beim Technischen Hilfswerk oder bei staatlichen, wohltätigen oder anderen Organisationen, die sich dann im Kriegsfall um das Allgemeinwohl kümmern. So, ich will dir heute sagen, und ich habe es auch schon in anderen Videos gesagt, dass dir diese Kriegsdienstverweigerung überhaupt nichts bringt. Du kannst das natürlich tun. Du kannst damit deinen Unwillen bekunden, überhaupt an der Tatsache, dass es möglicherweise wieder eine Wehrpflicht geben wird. Du kannst hiermit protestieren gegen einen sinnlosen Krieg und dass junge Menschen ihr Leben geben müssen für einen sinnlosen Krieg. Das ist alles schön, das ist alles gut. Und in diesem Sinne kann man natürlich mit der Kriegsdienstverweigerung auch ein echtes Zeichen setzen. Aber eins wirst du nicht tun können und das ist dich davor schützen können, dass du beim Krieg eingezogen wirst und
als Soldat an die Front geschickt wirst, wenn es denn notwendig sein sollte. Wenn wir uns tatsächlich natürlich mit Kriegsszenarien auseinandersetzen, dann ist natürlich die Frage, ob Deutschland wirklich ein Frontgebiet werden würde, wo es tatsächlich dann zu Einschlägen kommen würde, sage ich jetzt mal. Deutschland ist ja Aufmarschgebiet der NATO, also wäre Deutschland vermutlich eher logistisch wichtig, organisatorisch wichtig. Hier würden dann NATO-Truppen aus den USA zum Beispiel, wenn die uns noch helfen würden, dann stationiert werden. Die müssen versorgt werden, die müssen weiter transportiert werden, die Verwundeten müssen versorgt werden. Natürlich auch die Gefallenen, um die muss man sich ebenfalls kümmern. Also da gibt es gigantische logistische Aufgaben, sodass im Grunde genommen diese Kriegsdienstverweigerung ja der Regierung sogar in gewisser Weise in die Karten spielt, weil dann hat man schon mal hier eine große Anzahl von Freiwilligen, die man dann für all diese Funktionen innerhalb Deutschlands einsetzen kann, die ja alles nicht kämpfende Funktionen sind. Wenn es jetzt aber wirklich hart auf hart kommen sollte, und erst vor kurzem kann man sagen, hat ja ein enger Freund Putins, ein enger Berater Putins damit gedroht, dass sowohl UK als auch Deutschland, er hat konkret beide Länder genannt, mit taktischen Atomwaffen angegriffen werden, wenn dieser Krieg in der Ukraine so weitergeht. Also wenn es wirklich dazu kommt, dann kann ich dir heute garantieren, dass dir die Kriegsdienstverweigerung überhaupt gar nichts bringen wird. Und warum ist das so? Nun, zunächst mal müssen wir uns daran erinnern, was eigentlich die Wehrpflicht überhaupt ist. Die Wehrpflicht wurde in Frankreich eingeführt nach der Französischen Revolution. Da hat man ja mehr oder weniger versucht, die Religion abzuschaffen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen eine Ersatzreligion. Wir brauchen wieder irgendwas, wofür es sich lohnt zu sterben, wenn nicht für Gott und den König, dann halt für irgendeine andere glorreiche Idee. Und nehmen wir doch mal hier unsere versiffte Französische Republik, die heute ja mindestens noch genauso versifft ist, und reden unseren jungen Männern ein, dass es sich lohnt, hier in einem in Wirklichkeit sinnlosen Krieg für eine komplett sinnlose Sache zu kämpfen und ihr Leben möglicherweise unter Qualen hinzugeben. Das ist die Idee der Wehrpflicht. Also ein echter Blut- und Bodenkult. Ein menschenverachtender Kult, der letztlich nichts anderes zum Zweck hat als Manipulation. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Soldaten, natürlich. Ich habe überhaupt nichts gegen die Bundeswehr oder gegen eine Armee. Aber natürlich, wie machen das ernstzunehmende Länder, wie zum Beispiel die USA oder auch der UK? Sie haben eine professionelle Berufsarmee. Dort ist die Landesverteidigung natürlich ein sehr wichtiger Job, und dieser wichtige Job, der muss entsprechend von professionellen Soldaten gemacht werden, Leute, die ausgebildet sind, die langfristig verpflichtet werden, und Wehrpflichtige, die nimmt man, wenn überhaupt, nur dann, wenn es nicht mehr anders geht. Also wenn das Land zum Beispiel angegriffen wird, wie im Beispiel natürlich des Zweiten Weltkrieges, dann gab es auch in Großbritannien natürlich temporär eine Wehrpflicht, das gleiche auch in den USA. Aber es gibt eben dort keine generelle Wehrpflicht, wo jetzt jeder männliche Bürger zum Militärdienst herangezogen wird, sondern das Verständnis ist ganz stark, dass man eine Berufsarmee hat, dass das Profis sind, denen überlässt man die Landesverteidigung. Und diese ganze glorifizierende Überhöhung des Kriegsdienstes, wie es ja eben die Wehrpflicht implizit im Grunde genommen mit sich bringt, aufgrund der Geschichte, die ich dir gerade eben erzählt habe, die gibt es in diesen Ländern nicht. Auf deutscher Seite haben sich dann die Preußen entschieden, die Wehrpflicht zu übernehmen, sehr erfolgreich. Und natürlich dann unser österreichischer Grölfatz hat das Gleiche gemacht und hat dann der Wehrpflicht so noch richtig mal den Turbo gegeben. Er hat dann einen ohnehin schon entsetzlichen Blut- und Bodenkult noch mal richtig weiter aufgebauscht in eine gewaltverherrlichende, menschenverachtende Institution. Das ist das Erbe der Bundeswehr. Das ist der geschichtliche Kontext. Und die Bundesregierung hat sich dann in den 50er Jahren, als es darum ging, die Bundeswehr sozusagen zu schaffen, ganz bewusst dafür entschieden, diese Wehrpflicht einzuführen. Trotz des ganzen geschichtlichen Gepäcks, von dem ich dir jetzt erzählt habe. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns, glaubst du jetzt wirklich, dass vor diesem Hintergrund das Recht auf Kriegsdienstverweigerung tatsächlich eine ernst gemeinte Geste der Mächtigen, der Regierenden dieses Landes ist, oder im Grunde genommen nur in Zeiten des Kalten Krieges, in Zeiten des Friedens sozusagen eine zynische Geste ist, um Kritiker ruhig zu stellen, weil man vielleicht sowieso nicht so viele Soldaten gebraucht hat, wie es Wehrpflichtige gab. Als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, am ersten Tag wurde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in der Ukraine abgeschafft. Auch dort gibt es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Auch dort ist dieses Recht von der Verfassung geschützt. Am ersten Tag des Krieges
wurde dieses Recht nicht abgeschafft, aber zumindest ausgesetzt. All jene, die den Kriegsdienst verweigert haben, die sich sicher gefühlt haben, die gesagt haben, na ja, jetzt müssen wir ja wenigstens nicht gegen die Russen kämpfen. Sie wurden ebenfalls eingezogen und viele von ihnen sind ja unter jämmerlichen, unter erbärmlichen Umständen im Schützengraben gestorben. Die Glieder zerfetzt, nach ihren Müttern schreiend, elendig verendet. Auf russischer Seite ein ähnliches Bild, wobei man dort relativ schnell dann auf eine Freiwilligenarmee umgestellt hat und nicht mehr alle jungen Männer eingezogen hat, um letztlich einen Volksaufstand zu verhindern. So, jetzt kannst du sagen, okay, das ist ja die Ukraine. Ich meine, was hat die Ukraine schon mit Deutschland zu tun? In Deutschland gibt es ja das Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht wird schon dafür sorgen, dass dort letztlich das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, wie es ja im Grundgesetz so festgehalten ist, auch weiterhin besteht, selbst wenn es zu einem Angriff Deutschlands kommt, durch zum Beispiel die Russen oder irgendjemand anders in Zukunft. Da hast du dich leider geirrt, denn in Deutschland hat das oberste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, entschieden, dass die ukrainische Aussetzung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung auch dem deutschen Recht entspricht und in Deutschland ebenso anerkannt wird. Da ging es nämlich um einen ukrainischen Soldaten, der nach Deutschland geflohen war und dann in die Ukraine abgeschoben werden sollte. Und er hat dann Klage eingereicht und hat sich dabei auf das Recht zur Kriegsdienstverweigerung berufen, das ja gemäß Grundgesetz nicht nur Deutschen letztlich offen steht, sondern jedem, der in Deutschland wohnt. Aber das Gericht hat entschieden, dass die ukrainische Regierung Recht hatte. Auch nach deutscher Lesart ist es korrekt, dass im Falle eines Angriffskrieges, wenn das Land also angegriffen wird, tatsächlich das Recht auf Zivildienst nicht gilt. Ich zeige dir zum Beispiel folgenden Artikel dazu. Hier ein Artikel vom 24. Februar 2025. Kriegsdienstverweigerung im Kriegsfall verboten, wenn ein Strafsenat des BGH ohne Not die Verfassung falsch auslegt. Hier hat eine Professorin öffentlichen Rechts diese Entscheidung des BGH kritisiert. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Ein sehr interessanter Artikel. Ich fürchte, dass die Frau Professorin allerdings hier komplett falsch liegt und das aufgrund der geschichtlichen Situation, die ich dir vorhin beschrieben habe. Diese Wehrpflicht hat eine so wichtige Funktion im Selbstverständnis des Staates und auch natürlich in der Legitimation des Staates, dass auch das Bundesverfassungsgericht, und da bin ich fast hundertprozentig sicher, entsprechend entscheiden würde, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Falle eines Angriffskrieges zum Beispiel oder unter welchem Ding auch immer nicht gilt. Denn ganz ehrlich, wie soll es auch anders gehen? Ansonsten würde ja jeder einfach abhauen bzw. den Kriegsdienst verweigern, wenn es denn tatsächlich zum Krieg kommen wird. Also daher lange Rede, kurzer Sinn, die Kriegsdienstverweigerung ist leider komplett sinnlos. Sie bringt dir überhaupt nichts. Wenn du dich wirklich davor schützen willst, eingezogen zu werden, also wenn du wirklich davon ausgehst, dass es ein großes Risiko besteht, dass Deutschland angegriffen wird oder anderweitig in einen Krieg verstrickt wird, dass dann die Wehrpflichtigen wirklich einberufen würden zum Kriegsdienst oder die Reserve einberufen wird zum Kriegsdienst und du dich wirklich effektiv davor schützen willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit und diese eine Möglichkeit hat zwei Teile. Erstens, du musst auswandern, am besten in ein Nicht-NATO-Land. Es kann ruhig in der Europäischen Union sein. Es kommt darauf an, dass es nicht in der NATO ist. Also zum Beispiel, es gibt etliche Mandanten von uns, die deswegen nach Irland auswandern. Geografisch weit abgelegen vom Schuss, kein NATO-Land, neutral, eine kleine Armee etc. pp. Dann gibt es ja in Deutschland leider noch das Passgesetz. Das ist ebenso eine Nazi-Erfindung. Und in diesem Passgesetz heißt es, dass jemand, der ohne Erlaubnis der Bundeswehr im Spannungs- und Verteidigungsfall sich im Ausland aufhält, ihm kann der Pass entzogen werden, beziehungsweise ihm kann die Ausgabe eines neuen Passes verweigert werden. Auch das haben wir jetzt im Ukraine-Krieg gesehen. Junge Ukrainer, die nach Deutschland geflohen sind, waren nicht mehr in der Lage, bei der ukrainischen Botschaft in Deutschland einen ukrainischen Pass zu beantragen. Wenn ihr Pass abgelaufen war, sie mussten dann zurück in die Ukraine und wurden dann natürlich dort festgehalten und an die Front geschickt. Also, das heißt, wenn du auswanderst, dann ist das sicherlich ein erster guter Schritt, aber die Auswanderung alleine bringt dir nichts. Denn wenn es wirklich zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt, und nur davon reden wir jetzt ja hier, wird möglicherweise der Staat dazu übergehen, dass dir die Ausstellung neuer Ausweisdokumente verweigert wird, wenn dann dein Personalausweis oder dein Pass abläuft. Und dann wärst du im Grunde genommen nicht mehr reisefähig, weil was kannst du schon ohne einen Pass machen? Möglicherweise wirst du sogar Probleme haben, deinen Aufenthaltstitel in deinem Gastland zu verlängern, denn dazu braucht man normalerweise eben auch einen gültigen Ausweis, einen gültigen Pass. Deswegen hilft dir dann in dieser Situation tatsächlich nur, dass du einen zweiten Pass hast. Du musst also nicht die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben oder sowas, sondern einfach einen zweiten Pass zu haben, der dir letztlich als Ersatzausweis dient, solange du keinen deutschen Pass beantragen kannst.
Das ist jetzt mal in a nutshell der einzige Weg, wie du dich davor schützen kannst, letztlich zum Krieg eingezogen zu werden. Momentan übrigens gibt es noch einen anderen Weg. Das Wehrpflichtgesetz sagt außerdem, dass wenn du als junger Mann vor der Vollendung deines 17. Lebensjahres Deutschland verlässt, du dann ebenfalls nicht vom Wehrdienst betroffen bist. Das heißt, wenn du Kinder im Teenage-Alter hast, insbesondere Jungen, dann solltest du dir das gut überlegen, bevor sie das 17. Lebensjahr vollenden. Wie gesagt, meine Meinung ist absolut 100%ig klar. Ich bin natürlich absolut gegen die Wehrpflicht. Ich habe großen Respekt vor Soldaten. Ich bin absolut kein Pazifist. Ich finde es wichtig, dass die Landesverteidigung professionell organisiert wird. Deswegen jeder, der Berufssoldat wird, der verdient unser allerhöchsten Respekt. Das ist ein wichtiger Beruf und ein unersetzlicher Beruf. Und natürlich gerade in Zeiten wie diesen sehen wir, wie wichtig und unersetzlich er wirklich geworden ist. Wir haben leider in unserem Land und in vielen anderen europäischen Ländern die Landesverteidigung sträflich vernachlässigt. Das heißt, in gewisser Weise ist natürlich die Aufrüstung, die gerade betrieben wird, lebensnotwendig. Aber deswegen abzuleiten, dass man ein System hat, bei dem Kinder und Jugendliche aus ihrem Leben herausgerissen werden und zum Kriegsdienst verpflichtet werden, das ist schon tatsächlich starker Tobak. Und man kann sagen, vielleicht in einem kleinen Land wie Israel und der Schweiz ist das gerade noch akzeptabel, weil sich dort eine große Berufsarmee aufgrund der geringen Anzahl der Personen vielleicht nicht etablieren lässt. Da muss man vielleicht wirklich einen Wehrdienst einführen, eine allgemeine Wehrpflicht. Aber in einem großen Land wie Deutschland ist eine solche Institution ein absolutes Unding. Und wenn man konsequent ist und aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt hat und aus der deutschen Geschichte gelernt hat, dann wäre das einzig Richtige gewesen, jede Idee einer allgemeinen Wehrpflicht strikt abzulehnen und sich um eine Berufsarmee zu konzentrieren. Also wenn auch dich das zum Nachdenken jetzt animiert hat und du dir Gedanken dazu machst, wo du dein Leben in Zukunft sicher gestalten kannst, sicher für dich, für deine Kinder, für deine Enkel, aber natürlich sicher auch für dein Vermögen. Denn der Staat greift sich ja alles, der greift sich nicht nur dein Leben und deine Lebenszeit, der greift sich natürlich auch dein Vermögen, um diese mörderischen Kriege finanzieren zu können. Dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos oder komm am besten zu einem unserer Events, dann kannst du das Ganze mal live erleben. Dann kannst du auch andere Gleichgesinnte kennenlernen, dann könnt ihr euch kurz schließen und du wirst vielleicht auch neue Wegbegleiter finden für eine Zukunft in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Ich selbst habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU tatsächlich schon vor 25 Jahren verlassen. Und ich habe das nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun, wenn du dich für diesen Schritt entscheidest. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, zweite Staatsbürgerschaften zu bekommen, Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.